Mit der Marke Rampart hat der polnische Hersteller Arkon Studio eine Geländereihe aus Hartplastik auf den Markt gebracht, die in ihren ersten beiden Kickstartern fast 500.000 US-Dollar eingenommen haben. Nun steht die dritte Crowdfunding-Kampagne dieser Marke in den Startlöchern und ich habe vorab ein Testkit zugeschickt bekommen. Moini, ihr hippen Dudes und Duderinas. Ich schaue mir hier mal das Testkit an und werfe ein Auge drauf, was das alles kann, welches Potenzial das Gelände hat und was ich davon halte. Ein richtiges Review über die Rampart-Reihe werde ich noch nachliefern, auch wenn ich jeweils ein Starter-Set aus der Eternal Cathedral und der Cobalt Foundry zugeschickt bekommen habe, konzentriere ich mich jetzt hier nur um den Gegenstand der aktuellen Kickstarter-Kampagne, der Stadtruinen bzw. der City Ruins. Und auch da liegt der Fokus und meine Aussagen nur auf dem Gelände und nicht auf den Miniaturen, die Teil der Kickstarter-Kampagne sind, da ich, nun ja, die Figur nicht hier habe, sondern tatsächlich nur Teile des Geländes. Die Rampart City Ruins haben halt genau dieses stilistische Thema. Man kann zerstörte oder beschädigte Gebäude basteln. Schauen wir uns die Elemente an, dann ist die Zielgruppe eindeutig Richtung Warhammer 40k. Aber auch Modern Warfare oder für Zweite Weltkriegsspiele im 28 bis 32 mm Maßstab, wie zum Beispiel Bolt Action, ist das relativ passend. Das Besondere ist, dass das Gelände komplett ohne Kleben und mega schnell variabel veränderbar sein soll. Man kann also platzsparend lagern und jedes Mal das Gelände neu auf- oder umstellen. Was habe ich also von Arkon Studio zugeschickt bekommen? Das ist eine ganze Menge an der Zahl, das kann ich sagen, was dann aber an verschiedenen Gussrahmen relativ übersichtlich ist. Zwei unterschiedliche Gussrahmen haben den Weg nämlich in mehrfacher Ausführung zu mir gefunden. Einmal ein mit Fußböden bzw. Decken und einmal ein mit Wänden und Säulen. Wir sehen auf Anhieb, dass die Wände, aber auch die Böden beidseitig modelliert wurden. Das macht sie in der Tat schön flexibel. Außerdem sind noch mehrere kleine abstrakte Teile in den Gussrahmen, die dafür sind, dass das System so funktioniert, wie es soll. Denn jedes Bauteil hat Einlassungen, sodass man einen der Stifte hineinstecken kann, um die Elemente dann zu verbinden. Ein Gimmick, mit dem auch geworben wird, ist, dass diese Einlassungen exakt die passende Größe für Neodym-Magnete haben, sodass man dann auf die Stifte verzichten kann und stattdessen Magnete reinsetzt, um dann die Bauteile miteinander zu verbinden. Aber wie man die Einzelteile dann zusammensteckt, das ist jedem selbst überlassen. Die Idee ist die, dass jeweils eine Säule immer als Verbindungsstück zwischen zwei Wandelementen fungiert. Natürlich kann man auch Wände direkt aneinander stecken, aber mit Säulen als Trennung ergibt das schon Sinn, da nicht jedes Mauersegment das gleiche Design hat und dann die Übergänge von Kacheln und nacktem Beton vielleicht dann doch zu abrupt wäre. Aber wie gesagt, möglich ist das durchaus. Somit kann ich jede Art von viereckigen Raum bauen. Je nach Anzahl der zur Verfügung stehenden Teile können es kleine oder große oder ganze Mauern sein, die man auch übereinander stecken kann. Simpel, aber sehr effektiv. Und das Ganze tatsächlich ohne Kleben. Jede Säule hat 5 Stift- bzw. Magnetlöcher. Man kann also sehr flexibel seine Gebäude designen. Der zweite Gussrahmen beinhaltet die Böden und Decken, die sogenannten Functional Floors. Das sind beschädigte Böden in passendem Design. Mit diesen könnt ihr eure Gebäude nun mehrstöckig machen oder aber ihr nutzt mehrere dieser Platten als Grundfläche eures Gebäudes. Ich persönlich bin ja ein Freund von Bases für Gelände und finde es doof, wenn ein Gebäude oder eine Ruine einfach ohne Boden auf dem Spielfeld sitzt. Das macht den ganzen Spieltisch dann doch eher baukastenartig, das sieht irgendwie seltsam aus. Daher ist es schön, dass man die Floors auch als Boden fürs Erdgeschoss nutzen kann. Die Bodenplatten werden ebenfalls mit den Stäben oder mit Magneten mit den Wänden und Säulen verbunden. Möchte man mehrere von diesen Platten zusammensetzen, vielleicht um einen größeren Grundriss oder mehr Spielfläche auf einer höheren Ebene zu generieren, dann kann man mit diesen kleinen Vierecken und ihren 5 Löchern die Böden miteinander verbinden. 4 Bodenplatten sind in jedem Gussrahmen enthalten, ein großes quadratisches sowie ein längliches rechteckiges und 2 kleine quadratische. Die letzten 3 ergeben dann die gleiche Grundfläche wie das große Quadrat. Das System funktioniert wirklich sehr gut. In Windeseile kann man sich neue Gebäuderuinen zusammenstecken. Auf so vielen Ebenen, wie man eigentlich möchte. Hinterher steckt man die Sachen einfach wieder auseinander. Oder aber, jetzt kommt mir die Idee eigentlich, warum sollte man ein Gebäude nicht während des Spiels zerstören? Zack, eine Wand ausgetauscht oder ein Stockwerk durch kaputte Elemente ausgetauscht. Ich mag diese Option tatsächlich. So hat man die Möglichkeit, das Set an die Spielgröße und die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Die Modularität besteht wirklich in ihrer Einfachheit. Einfach ist es übrigens auch, kein Video mehr von DICE zu verpassen. Wenn euch dieses Video hier gefällt, dann lasst dem Kanal doch gerne ein Abo da und vergesst die Glocke nicht. Euer Tabletop Hobby und ich sagen schon mal Danke dafür.
Ihr seht hier jetzt allerdings einige noch unschöne Lücken. Wie ich sagte, habe ich ein Testkit bekommen. Das ist noch nicht das finale Produkt und auch nicht vollständig. Es ist einfach eine Vorabversion des Grundsystems. Was zum Beispiel nicht enthalten ist, sind die Elemente, mit denen man zwischen den Stockwerken verbundene Böden verdeckt. Oder aber auch die Ränder dieser Böden. Diese wird es aber im finalen Produkt geben, sodass man diese unschönen Lücken nicht hat. Außerdem war auch im Testkit nichts enthalten, um die Verbindungslöcher in den Säulen und Wänden zu verdecken. Das sieht dementsprechend jetzt wirklich, nach einem modularen Stecksystem aus und nicht wirklich immersiv. Aber auch dazu wird im finalen Produkt etwas kommen, was wir nun auch schon an den Vorschaubildern sehen. Die vorherigen Rampart-Geländesets hatten ja auch für exakt die gleichen Löcher Designelemente, mit denen man diese abdecken konnte. Und das Schöne ist, da es ja das gleiche Stecksystem verwendet, kann man auch die Elemente der anderen Rampart-Teile hier in die Löcher zur Dekoration stecken, was die Variabilität noch einmal steigert. Ziemlich cool eigentlich. Die Wände und Säule sind zwar leider nicht wirklich kompatibel mit den vorherigen Bausätzen, dafür sind es aber die Böden. Diese kann man für alle anderen Rampart-Sets einsetzen und damit behebt Archon Studio ein großes Manko ihrer bisherigen Serie. Denn die Sets hatten vorher zwar Treppen, Plattformen und Balkone, aber es war nie wirklich möglich, mehrere Ebenen und Stockwerke zu basteln, da es einfach keine Zwischenböden gab. Und ehrlich gesagt finde ich, dass es dadurch sein etwas generisches Tabletop-Gelände-Feeling zum Glück verliert und wirklich mehr Möglichkeiten bietet. Vor allem im vertikalen Spiel. Infinity-Spieler wissen ja, wie strategisch und immersiv mehrere Ebenen sein können, anstatt einfach immer nur auf einer Fläche und vielleicht noch einem Balkon zu spielen. Das ist hiermit jetzt möglich, ohne dass es wie eine Notlösung wirkt. Allerdings muss ich sagen, dass gerade die Verbindungen der Böden zueinander relativ wackelig sind. Wenn es einmal steht, ist es okay, aber das fertig gebaute Stück sollte man vorsichtig transportieren, wenn man nicht gleich wieder alles neu stecken möchte. Ich persönlich bin ja durchaus verführt, mir ein schönes Design zusammenzustecken und dann einige Elemente tatsächlich zu verkleben und es somit festzumachen. Tja, ich bin da mal gespannt, was ich alles draus basteln kann. Also wenn ich halt noch die Elemente zum Abdecken in die Hand bekomme, weil so ist was Hübsches zu bauen mit diesen Lücken, ich weiß nicht. Aber das soll ein anderes Thema und demnach was für mein Review sein. Dieses wird noch etwas auf sich warten lassen, aber dafür bereite ich für das gleiche Video noch ein Maltutorial vor. Demnach, liebe Leute, ich habe den Starter der Eternal Cathedral, der Cobalt Foundry und halt noch einige Teile der City Ruins. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was für ein Geländestück ich daraus bauen und auch bemalen soll. Die besten 3 Ergebnisse werde ich dann im Review nachbauen. Nun, das war mein Ersteindruck. Wenn wir ehrlich sind, schon mehr als ein Unboxing, was ich ursprünglich machen wollte. Aber ich denke, dass ich nun einen guten ersten Eindruck vom Rampart-System und den neuen City Ruins Design gegeben habe. Der Kickstarter läuft vom 11. Januar 2022 an für 2 Wochen. Wer mehr davon sehen möchte, kann da gerne mal reinschauen. Die Seite habe ich übrigens in der Videobeschreibung verlinkt, also haut in die Tasten und viel Spaß! Du möchtest die Tabletop-Show DICE supporten und gleichzeitig dein Auftreten am Spieltisch pimpen? Mit dem DICE-Merchandise kein Problem. Du steigst beim Kauf von Shirts und Spielutensilien nicht nur in den Style Olymp auf, du unterstützt damit auch DICE und hilfst dabei mit, Tabletop great again zu machen. Also zeig deinen Mitspielern, wo der DICE hängt und lege das Schwarz an.